Ja, es ist das 10. Mal, dass ich kommentieren darf. Jones fragt, wenn man einen Ball im All wirft, ist man dann genauso schnell wie der Ball in die entgegengesetzte Richtung beschleunigt? Also, es geht um Pulserhaltung. Puls bedeutet Maß mal Geschwindigkeit. Also, wenn der Ball jetzt genauso schwer ist wie Sie oder wie du, Jones, dann würdest du tatsächlich mit Geschwindigkeit in die andere Richtung fliegen, wie das, was du nach vorne geworfen hast. Wenn es sich allerdings nur um einen kleinen Ball handelt, der einfach losgeworfen wird und der ist irgendwie schnell, dann ist es eben, Puls ist Maß mal Geschwindigkeit. Wenn deine Maß größer ist, dann ist die Geschwindigkeit entsprechend kleiner. Das Produkt ist aber immer, muss dasselbe sein. Aber man kann tatsächlich nichts dagegen tun. Man schaut nur Sand. Wer Ball im Universum nach vorne wirft, der wird sich bewegen. Garantiert. Stefan Krüger, ich habe da eine Frage. Wenn ein Astronaut auf der ISS sich so fest er kann mit den Beinen Richtung Erde abstößt, was würde passieren? Wird er irgendwann von Kraft erfasst werden? Also, der Astronaut und die ISS in der Schwerkraft erfasst, also der Erde. Und sie wären ja schon längst weggeflogen. Also die Tatsache, dass die ISS frei um den Planeten Erde herumfällt und trotzdem nicht irgendwo ins Universum fällt, sondern die ganze Zeit eben reist. Kommt ja dadurch zustande, dass sie eine bestimmte Höhe erreicht hat, dann hat sie eine bestimmte Geschwindigkeit, mit der fällt um die Erde rum, aber zugleich holt die Schwerkraft der Erde sie ja wieder zu sich heran. Wir haben hier zwei Kräfte, nämlich die Kraft, wo die ISS sich eigentlich weiter geradeaus bewegen will, und die Gravitationskraft, die die ISS eben zu sich holt. Das mal erstmal grundsätzlich. Jetzt stellen wir uns vor, das sei jetzt so ein Astronaut und bewegt sich aber natürlich ja die ganze Zeit mit der ISS zusammen um die Erde herum. Jetzt stößt er sich ab, das heißt, der kann einen relativ geringen Puls in die eine Richtung verursachen, wird aber die ganze Zeit natürlich immer noch weiter mit der ISS sich um die Erde herum bewegen. Also kann man ja leicht ausrechnen, sie braucht Minuten für eine Erdumrundung, sie ist in 300 Meter Höhe. Das heißt, sie hat Geschwindigkeit, das kann der Astronaut mit seinen Beinen erreichen. Das heißt, die Geschwindigkeitsänderung in Richtung Erde wird immer viel geringer sein als die Geschwindigkeit in der Umlaufbahn. Es wird also ziemlich lange dauern, aber irgendwann, also hier die Betonung liegt ja auf irgendwann, wird er natürlich eindringen, und je mehr er von der Atmosphäre mitbekommt, umso mehr wird er abgebremst. Und dann fällt er halt frei in die Atmosphäre rein, und mit der Geschwindigkeit, vor allen Dingen mit der Umkreisungsgeschwindigkeit, mit der er dann in die Atmosphäre eintritt, wird er vermutlich verglühen. Hier habe ich eine weitere Frage. Hallo liebes Team. Tom Webb, eine wichtige Frage an Herrn Lesch. Wie erklärt es sich, dass in einem Buch von 1935 ziemlich konkret die Existenz und Wirkung Löcher beschrieben wird? Er hat die schwarzen Löcher erfunden.